wir hier an der Bean Stage in Halle 10. Neben mir sitzt Christian von Calypso. Hallo. Du bist Producer für Dungeons 3. Wir hatten anfangs eine leichte Verwechslung, vielleicht haben wir es gesehen da bei unserem Screen. Tropico 6 ist ja auch angekündigt. Hatten wir auch mit gerechnet, aber da haben wir noch nicht so viel. Lass uns mal konzentrieren auf Dungeons 3, da bist du nämlich Producer für. Ja. Und das ist ein Spiel, was eigentlich auch genau meine Kragenweite ist. Es ist Strategie und man kommt gar nicht drum herum, eigentlich das Spiel Dungeon Keeper in den Mund zu nehmen, um den Leuten so ein bisschen am Anfang zu zeigen, worum es eigentlich geht. Und da hat man eigentlich auch alles gesagt. Und man kann auch nichts falsch machen. Ich meine, Dungeon Keeper, eines der besten Spiele überhaupt. Warum habt ihr so lange gebraucht, da mal was zu machen, was so ähnlich ist? Ey, gut, wenn du schon sagst, da braucht man nichts mehr sagen, brauche ich auch nichts mehr sagen. Ne? Ja, ne? Aber guck mal, ich meine, klar, Dungeon Keeper ist das, was wir machen wollten. Das ist so unser großes Vorbild, klar. Aber die Dungeon-Serie ist natürlich unser ganz eigener Spin so darüber. Also zum ersten Mal in so einem Dungeon-Management-Game gibt es natürlich eine Oberwelt, wo du tatsächlich hochgehen kannst und alles verbösifizieren kannst, wie wir das so nennen. Ne? Du kannst natürlich alles in Tentakel verwandeln und Schwärze und Feuer und Lava und sowas alles, genau wie man es sich damals schon mal vorgestellt hat. Das war ja eigentlich auch versprochen damals mal für einen Dungeon Keeper 3, was dann ja leider nie gemacht wurde. Ja? Genau. Aber wir haben es dann mal umgesetzt. So. War es nicht sogar so, dass wenn man Dungeon Keeper 2 durchgespielt hat, war diese Abschlusssequenz so, dass der Horny dann an der allerletzten Szene diese Tür aufmacht und die ganze Oberwelt vor sich hat so, und dieses Licht reinbringt. Genau. Und man dachte, oh mein Gott, Dungeon Keeper 3 wird so mega geil, ich werde die ganze Welt erforschen und so. Aber leider ist das nicht passiert. Zum Glück gibt's euch. Calypso, wo sitzt ihr genau? Calypso sitzt in Worms, das ist so eine Stunde südlich von Frankfurt am Main. Uns gibt es mittlerweile seit 11 Jahren. Und mittlerweile haben wir Niederlassungen in Amerika, in England. Wir haben ein eigenes Mobile Publishing Studio in Hamburg. Wir haben 2 eigene Entwicklungsstudios, eins in Gütersloh, die Gaming Minds, die früheren Ascaron-Leute. Ja. Und Randforge in München, die Jungs, die jetzt auch die Dungeon-Serie machen. Ne? Okay. Und wie weit seid ihr da? Wann können wir mit dem Spiel rechnen? Ist das jetzt eine frühe Version, die wir sehen, oder wie fortgeschritten seid ihr? Du kannst auch mal anschmeißen, wenn du willst, dann läufst du ein bisschen. Aber wir sind fast fertig, sage ich mal. Also Dungeons 3 kommt am 13. Oktober für PC, Mac, Linux, Xbox One und PS4. 13. Oktober, meine Güte. Ich habe meinen ganzen Urlaub schon für diese ganzen geilen Videospiele verplant, die hier angekündigt sind. Nicht fürs Richtige dann, ne? Ja, aber das muss ich irgendwie noch freischaufeln. 13. Oktober ist es soweit, Dungeons 3. Ja. Und du sagst, du hast ein bisschen was mitgebracht. Was sehen wir hier gleich? Also wir können einfach mal reinspringen. Das ist einfach assorted Video Material, sag ich mal. Also Dungeon Management Simulation, klar, fängt immer mit dem Dungeon an. Dein Dungeon-Herz, ja, ist so die Macht, da ist deine Macht drin, und wenn du das halt verlierst, hast du verloren. Und das ist natürlich auch das, wo die Helden immer in deinen Dungeon kommen und versuchen, es anzugreifen. Was wir beim Dreier jetzt versucht haben, im Vergleich zum Zweier, ist das Ganze auf eine breitere Schiene zu machen. Also Dungeons 1 war ja eher so eine Mischung aus Tower Defense und Dungeon Management Simulation. Okay, beim Zweier haben wir uns dann gedacht, was wollten die Leute, was fanden die beim Einser gut, was fanden die nicht so gut, und dann haben wir sehr viel mehr auf die Dungeon Keeper, also Dungeon Management Simulation Schiene gemacht, plus diese Oberwelt oben drauf gesetzt, die es vorher nicht gab. Okay. Also da haben wir wirklich gedacht, ey, ja, was du angesprochen hast, diese Endszene von Dungeon Keeper 2, das ist doch genau das, was die Leute sich damals irgendwie vorgestellt haben, und das müssen wir jetzt oben draufsetzen. Und das kam auch richtig gut an. Der Zweier war echt erfolgreich, und dann war es ein No-Brainer für uns, halt einen dritten Teil zu machen. Und dann haben wir uns angeguckt, was hatten die Leute beim zweiten Teil noch vermisst, und das war einfach Breite. Also viel mehr Dungeon Management, mehr komplexere Simulationen da drin, mehr Fallen, mehr Einheiten, mehr Zauber, mehr Forschung, alles mehr. Plus wir haben noch einiges oben drauf gesetzt, und zwar es gibt jetzt fast doppelt so viel an Kampagne, noch mehr als doppelt so viel an Kampagne wie beim zweiten Teil, also über 20 Missionen. Und im Skirmish und im Multiplayer-Modus gibt es random generierte Maps. Random generated, oh, das ist super. Ich liebe Strategiespiele, weil das macht ja diesen Replay-Wert, also den Wiederspielwert, schraubt es ja in enorme Höhen. Und gerade bei so einem Spiel, ich weiß, die sind, wenn man sie mag, spielt man sie unendlich oft wieder. Und wenn man dann eine begrenzte Anzahl an Maps hat, dann ist das schon so ein kleiner Bummer. Ja. Also super. Ihr habt
random generated, als zufallsgenerierte Maps, ist das irgendwie schwer oder warum machen das so wenig Spiele? Ja, du musst überlegen, ich meine, du musst halt Teile von Karten kreieren, die irgendwie ineinander passen, egal an welche Seiten es ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, es gibt doch dieses Brettspiel, dieses wandelnde Schloss oder so, weißt du, wo sich das immer wieder verschiebt und die Teile... Das Dingsbums-Labyrinth. Genau, irgendwas, das verwunschene Labyrinth heißt das, glaube ich. Ja, irgendwie so, ja, ich weiß. Und da müssen ja auch alle Teile immer irgendwie aneinander passen, egal wie du vorher zusammengewürfelt hast. Ja. Und genau so ist das da halt auch. Das muss immer müssen diese Seiten aneinander passen. Und bei einem 3D-Spiel, wie jetzt Dungeon ist zum Beispiel, ist das natürlich viel komplizierter. Plus, wir haben nochmal die Oberwelt, die sich immer verändern kann. Also jedes Mal, wenn du die verbösifizierst, wenn du Bereiche einnimmst, dann wechseln ja alle Assets da drauf. Also alle Bäume verändern sich, alle Tiere, die da drauf sind, verändern sich. Und das muss in der guten und in der bösen Variante immer aneinander passen. Okay. Und das ist natürlich, so einen Algorithmus dafür zu schaffen, ist insanely komplex, ja. An der Oberwelt kann ich mir das ganz gut vorstellen, was du da gerade gesagt hast. Aber an der Unterwelt, wenn ich mir die jetzt vorstelle, die besteht doch eigentlich nur aus Stein und vielleicht so ein paar Goldblöcken. Was ist da denn so Random Generator? Also was? Okay, ja, klar, im Dungeon geben wir dir mehr Freiheit. Du brauchst halt Platz, um deinen Dungeon zu schaffen. Ja, du hast nicht so viele Elemente, die wir extra vorplatzieren, aber du kannst im Dungeon natürlich auch so Sachen finden wie Spinnennester, die du aus Versehen angräbst, dann greifen die dich an. Ui. Drachen, die dich aus Versehen angreifen. Es gibt Juwelen, die du finden kannst. Es gibt sowas wie Perks für deine Einheiten, die du finden kannst. Also wir haben bei Dungeons 2 schon das System eingeführt, dass es so Bücher gibt, die kannst du finden. Und wenn du einem von deinen Einheiten die Bücher zu lesen gibst, dann kriegt er so einen Beinamen wie, keine Ahnung, dieser Ork, den du da siehst jetzt, der Orgruk, der heißt dann auf einmal Orgruk, der Belesene. Der Belesene oder der viel Einsteckende oder sowas, dann hat er plus 20 Armor. So, ach, also man kann einzelne Einheiten die auch ein Namen bisschen verändern sich dann auch. Aha. Und sowas kannst du alles im Dungeon finden und wenn das random generiert ist, dann können wir das natürlich auch schön herumschubsen, sage ich mal. Das klingt ja ein bisschen danach, als wenn ihr mehr Wert auf einzelne Einheiten legt, die individuell sich ausbilden, besser werden, anstelle von große Massen an Einheiten, 50 Goblins oder so. Ja, ist das so? Das ist auf jeden Fall so. Es ist auch nicht so, dass die Einheiten irgendwie sterben und dann sind die weg und du kaufst einfach 10 neue dafür, sondern wir wollen, dass die dir so ein bisschen ans Herz wachsen und mit dir wachsen. Das heißt, wenn die Einheiten kämpfen oder in deinem Dungeon arbeiten, dann kriegen sie XP dazu, Erfahrungspunkte und die leveln halt auf und kriegen dazu nochmal diese Perks. Und wenn die jetzt ein bestimmtes Level erreichen, dann musst du gewisse Sachen für die erfüllen. Also am Anfang ist es so, dass sie, genau wie bei Dungeon Keeper, halt die haben so Demands, also Sachen, die sie gerne haben wollen. Am Anfang ist das halt nur Gold und was zu essen. Da haben wir so kleine Truthähne, die du denen verfüttern kannst. Und ab so Level 5 haben sie weitere Vorlieben, die sie haben wollen. Also zum Beispiel die Horde-Kreaturen, die wollen Bier trinken. Klar, als Münchner Studio musst du Bier einbauen. Ne? Und die Dämonenkreaturen wollen halt andere Sachen und die untoten Kreaturen wollen andere Sachen. Ja, da siehst du zum Beispiel... Ich mach hier mal Stopp, ne? Weil das sieht gerade sehr interessant aus. Das sieht für mich aus, als hätten wir da einen ganzen Haufen Kreaturen auf einen Blick. Sind das denn alle? Das sind alle Base-Kreaturen, die du so hast. Ja. Okay, was haben wir denn da? Das sind ja 3 verschiedene Farben. Was genau, also bei Dungeons 2 war es ja so, dass du 3 verschiedene Fraktionen hattest. Die Horde, die Dämonen und die Untoten. Und am Ende von dem Add-on, von Game of Winter, sind die ja alle in einer Fraktion aufgegangen, sodass das ultimative Böse jetzt Zugriff auf alle diese Einheiten hat. Ah, okay. Oben rechts siehst du die Horde-Kreaturen. Ja? Goblins, Orks, Nagas und der Troll. Ja. Und die roten sind die Dämonenkreaturen, wie die Spinnendämonen und die Sukkubi. Okay. Und die im blauen Bereich sind die untoten Kreaturen wie Ghule oder Vampire. Genau, oder Skeletttypen. Was ist der da oben? Pitfiend? Steht da, glaube ich. Der ist, glaube ich, gerade ausgewählt. Ja, oder ist der da unten, der gerade ausgewählt ist. Okay, wer ist der oben noch? Also das ist der Grave Golem. Ah, links oben, der oberste Untote ist Grave Golem. Also das sind die 3 Titaneneinheiten, also die du am Ende vom Tech-Tree freischaltest. Ach so, also in verschiedenen Stärken. Ah, ja. Okay. Oh, das finde ich gut. Das finde ich nicht schlecht. Und wie viele von diesen Kreaturen hat man denn da so in der Regel in einem Dungeon, in einem durchschnittlichen? Wenn du jetzt hier oben links mal guckst, dann hast du so einen Counter. Ja, ich sehe 15 von 15, meinst du? 15 von 15 sind deine Arbeiter. Okay. Und dieses 20 von 20 sind deine Angriffskreaturen, sage ich mal. Also relativ übersichtlich, dass man sich konzentrieren kann. Weil das fand ich auch schwierig bei Dungeon Keeper. Je größer du das machst und da hast dann da 50 Fliegen oder sowas und die sterben und kommen wieder.
Okay. Was können wir noch ein bisschen auf die Einzelheiten eingehen? Es ist ja recht bunt. Was haben wir daneben an der oberen Bildschirmhälfte? Die grüne Zahl, die purpurne Zahl, die blaue Zahl? Diese bunten Zahlen, die du oben links siehst, das sind halt die einzelnen, also wie viele von den einzelnen Kreaturen du in der jeweiligen Fraktion hast. Also das erste sind die Horde-Kreaturen, das zweite sind die Dämonen-Kreaturen und das dritte sind die Untoten-Kreaturen. Ne? Ah, okay. Und dann hast du nochmal so einen Diamant, der dir zeigt, wie groß die Anzahl der Einzelnen sind. Okay. Dann hast du deine Ressourcen, also Gold, Mana und Bösartigkeit. Bösartigkeit, okay. Ja, 3 Ressourcen. Kann ich dir gleich erzählen. Und rechts hast du nochmal die Ressourcen, die du so für die anderen Sachen brauchst. Also magische Kisten und Kisten, um Fallen zu bauen, Fallen und Türen und sowas. Ja. Dann hast du Essen, also die ganzen... die Truthähne und Bier. Ach, ein Huhn soll das sein. Truthahn. Ja, das ist so okay. Und Bier. Alles klar. Wir nennen sie Gobbler. Ja. Gobbler, okay. Unten haben wir natürlich eine Map und da braucht man eventuell 2 Maps, oder wie verstehe ich das? Weil das linke ist die Oberwelt? Genau, das rechts ist der kannst du ruhig so weiterlaufen lassen. Rechts ist halt der Dungeon und links ist die Oberwelt-Minimap. Ah, okay. Da kannst du halt ohne Übergang hin und her schalten. Also wie gesagt, Dungeon ist halt die einzige Serie, wo du an die Oberwelt kannst und die verbösifizieren kannst. Und du siehst, du hast so Inseln der Gutartigkeit, wie diese Sehenswürdigkeit hier. Und die willst du einnehmen. Und sobald du die eingenommen hast, dann ändert sich die ganze Umgebung und das wird zu einer Ressource für dich. Da kannst du dann Bösartigkeit rausziehen und von da aus geht die Bösartigkeit über die Welt und du kannst sie verbösifizieren. Okay, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber wir schalten jetzt mal ganz kurz in die Werbung und dann geht's weiter hier mit Christian und Dungeons 3.
Dungeons 3, wir sind immer noch hier. Halb 10, kommt vorbei. Oder guckt zu Hause am Fernseher zu. Ist vielleicht auch ein bisschen gemütlicher, denn es ist scheiße voll hier, ne? Sehr, sehr heiß. Ihr habt auch noch einiges vor wahrscheinlich auf der Messe. Ah, ja, natürlich, Mann. Habt ihr eine gute Party am Laufen eigentlich mit Calypso? Wir haben immer Partys am Laufen. Ich habe davon noch nichts gehört, du. Ist da was schief gelaufen? Machen wir, ne? Ansonsten bei uns, wir haben Freitag auch eine super Party. Habt ihr davon gehört? Das wird richtig gut. Aber komm, lass uns auf Dungeons konzentrieren, denn wir haben nicht allzu viel Zeit und hast noch viel zu erzählen. Nicht, dass du noch was vergisst. Ich werde dich noch mal auf einige Sachen ansprechen, die ich am wichtigsten finde. Du sagst, du hast Koop-Modus und dazu hast du noch gar nichts gesagt. Ja, tut mir leid, da kann ich ja jetzt was zu sagen. Gerne, schieß los. Also zum ersten Mal in der Dungeons-Serie gibt es Koop-Modus in allen Modi. Also du kannst die Kampagne im Koop-Modus spielen, du kannst Skirmish zusammenspielen und du kannst auch Multiplayer zusammenspielen. Worauf ist denn eigentlich bei diesem Spiel das Hauptaugenmerk gelegt? Auf der Kampagne oder auf dem Multiplayer oder dem Skirmish selber, weil der jetzt zufallsgeneriert ist? Oder ist das gleich verteilt? Also die ganzen Mechaniken und so musst du natürlich für den Skirmish genauso gut machen wie für den Singleplayer und so. Aber ich sag mal, wir haben schon verdammt viel Arbeit in Singleplayer-Kampagne gesteckt. Ich erinnere mich, da war sehr, sehr viel Humor auch drin. Das habt ihr übernommen von Dungeon Keeper, vielleicht sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Da war ja die ganze Zeit... Ja, ich glaube ja. Ich meine, die Dungeon-Serie ist halt mittlerweile echt bekannt dafür, dass sie quasi alles, was Fantasy ist, durch den Dreck zieht. Ja, der zweite Teil war halt sehr alles über Game of Thrones und so, ja. Aber beim dritten auch machen wir halt jetzt alles irgendwie Warcraft und Disney und was du dir vorstellen kannst. Habt ihr hochkarätige Sprecher wieder dabei, irgendwie, die man kennt vielleicht? Ja, genau. Also wir haben in der deutschen Version den Monty Arnold, der den Fantasy-Märchenonkel spielt. Den kennt man so aus Ups die Pannenshow, der die lustigen Kommentare... Ach, der Typ! Der die lustigen Kommentare da macht. Und in der englischen Version ist das der Kevin Brighting, der Erzähler von Stanley Parable auch ist. Stanley Parable, ja stimmt, das war ja unglaublich gut auch erzählt. Freue ich mich drauf, beide auch auszuprobieren. Klingt beide recht spannend. Ich habe noch eine Frage und zwar, ist das eher ein indirektes Strategiespiel oder eher ein direktes Strategiespiel? Ja, das ist natürlich interessant. Also wir haben natürlich zwei verschiedene Spielarten. Also im Dungeon ist natürlich indirektes Gameplay. Deine Einheiten musst du zufriedenstellen, damit sie das tun, was du willst. Du kannst sie aufnehmen, kannst sie abwerfen und sie machen halt das, was sie da in dem Punkt machen sollen. Und wenn du an die Oberwelt kommst, dann ist das quasi ein ganz normales RTS. Also du kannst deine Einheiten so herum kommandieren, wie du willst. Du kannst Angriffsbefehle geben, du kannst Skills ausführen lassen, du kannst Spells benutzen, du kannst Einheiten angreifen. Und das sind so zwei verschiedene Arten, das zu spielen. Läuft das denn immer so ab, dass du anfangs erst diese Unterwelt ausbaust und wenn du dann genug Ressourcen, Schrägstrich Monster hast, dann in die Oberwelt vorstößt und wenn du die dann erobert hast, hast du quasi diese Mission erfüllt oder wie stelle ich mir das vor? Naja, also erstmal, du kannst ja gar nicht sehr viel weiterkommen, wenn du nicht nach außen gehst. Also nur bis zu einem gewissen Punkt, weil um diese höheren Forschungen zu machen, brauchst du die Bösartigkeit und die kriegst du nur auf der Oberwelt, indem du die verbösifizierst. Okay. Und dann kannst du wieder ein paar neue, größere Einheiten anwerben und dann wieder ein Stückchen weiter auf die Oberwelt gehen. Und ja, beim Zweier war es halt so, wenn du die ganze Oberwelt verbösifiziert hast, dann hast du die Mission irgendwie gewonnen. Aber beim Dreier ist es so, zum ersten Mal können die Helden die Oberwelt zurückerobern und können diese Inseln der Bösartigkeit wieder in Besitz nehmen. Also es ist jetzt sehr viel wichtiger, dass du die Oberwelt verteidigst, dass du so eine Balance findest zwischen den Einheiten, die in deinem Dungeon arbeiten und die Oberwelt angreifen und verteidigen dann. Ist das nicht schwierig, wenn du gleichzeitig zwei Maps hast in diesem Fall dann? Wie löst ihr das? Ja, aber du kannst ja jederzeit hin und her schalten. Gibt es dann wahrscheinlich Meldungen? Achtung, die Typen kommen wieder. Zum Beispiel, ja. Du siehst auch auf beiden Minimaps immer, wenn die über der Oberwelt laufen, alles, was du schon verbösifiziert hast, da siehst du, wenn Helden da durchlaufen. Und du siehst auch, wenn sie in deinem Dungeon ankommen. Und natürlich wirst du durch den Erzähler benachrichtigt, hey, da sind jetzt Helden in deinem Dungeon oder die greifen dein Dungeon-Herz an. Oder sowas alles. Wie sieht's denn aus? Also ich würde persönlich erstmal anfangen, die Kampagne durchzuspielen. Danach würde ich dann ein bisschen in den Skirmish-Mode schauen, weil ich das super interessant fand, dass das jetzt alles zufallsgeneriert ist und man dann diesen Wiederspielwert hat und das immer viel interessanter wird. Aber viele Leute spielen ja heutzutage online, das ist das heiße Ding. Jeder will online mit seinen Kumpels spielen. Wie viele kann ich da irgendwie ins Rennen führen? Du kannst, also wir haben Online-Multiplayer für bis zu 4 Spieler drin. 4 Spieler, okay. Also du kannst an einem Freund gegen 2 andere Freunde spielen oder alle 4 gegeneinander oder gegen Computergegner oder so. Okay. Und
warum es da halt geht, ist, die Oberwelt zu kontrollieren. Klar, jeder hat seinen eigenen Dungeon, jeder kann den eigenen Dungeon ausbauen und dann treffen sich alle auf der Oberwelt und kämpfen halt um die Inseln der Bösartigkeit. Okay, und das heißt, der Koop-Modus ist dann gedacht für die Kampagne, oder? Den Koop kannst du in allen spielen, also auch wenn du im Multiplayer halt spielst, kannst du zusammen einen Dungeon ausbauen. Oder einer geht halt schon mal mit einer in eine Oberwelt, während der andere in den Dungeon ausbaut, zum Beispiel. Das geht auch. Ah, okay, so muss ich mir das vorstellen. Ja. Jetzt kriege ich da langsam ein Bild. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz hier auf das eingehen, was wir da sehen. Im Grunde muss man ja, wie wir eingangs gesagt haben, nicht allzu viel erklären, weil den meisten Leuten ist ja das Dungeon Keeper-Prinzip recht bekannt. Aber ihr sagtet, ihr habt es auch ein bisschen noch ausgeweitet. Es wird größer, ihr habt mehr raufgepackt. Kannst du ein paar Beispiele bringen, die wir vielleicht auch sehen oder sowas, was denn jetzt das Ganze abhebt vom Vorbild? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir es gleich sehen, aber was die Leute sich ja immer gewünscht haben, ist so, ey, alles mit den Helden zu machen. Also die Helden sind doof, die will ich irgendwie foltern und sowas alles, und das kannst du in Dungeons auch machen. Ja. Also du kannst halt Helden umkloppen, du kannst sie halt einfach verrotten lassen, ja, aber du kannst sie auch in eine Folterkammer stecken, ja. Dann ändern sie sich in böse Helden und kämpfen auf deiner Seite, oder ja. Du kannst sie in Gefängnis werfen, da verhungern sie dann und stehen als Skelette wieder auf und kämpfen an deiner Seite, oder im Friedhof, dann stehen sie als Ghule wieder auf. Aber was wir natürlich auch haben, ist diese Talia als Generälin, die halt auch selber auflevelt und so ein Avatar auf deiner Seite ist. Ach, diese Tante, die wir da gerade in der Schatzkammer gesehen haben, diese diese die lila... du in der Schatzkammer gesehen hast. Ach so. Und die halt immer wieder Kommentare gibt und so. Und dadurch, dass sie halt halb gut, halb böse ist und du sie immer wieder auf die böse Seite ziehst, dann kämpft sie halt auch mit sich selber so ein bisschen. Dann hat sie immer Kommentare und gibt sich selber eine mit und so ein Zeug. Ist das so die Anführertante oder was? Das ist so dein General in dieser Welt. Ja, okay. Sag ich mal. Und die ganze Geschichte geht ja darum, dass quasi das ultimative Böse, du, ja, sie auf die böse Seite ziehen willst. Und quasi sie sich dann an ihrem Vater rächen will für all die blöden Jahre, wo sie als Dunkelelfin beschimpft wurde. Ich habe hier jetzt noch mal ganz kurz auf Pause gemacht. Wundert euch nicht, dass das nicht weitergeht, weil das sieht sehr beeindruckend aus. Was sehen wir hier? Das ist der Tech Tree. Also du kannst halt dich entscheiden, in welche Richtung du gehst. Ob du eher so links diese ganzen Horde-Sachen erforscht, die eher so Haut-drauf-Sachen und Fallen und so sind. Ob du eher in die rechte Richtung zu den Dämonen gehst, die Mana und Zaubersprüche und so bereitstellen. Oder eher in den unteren Bereich, das Blaue, was so die Untoten sind, wo es halt darum geht, dass du Einheiten hast, die schnell wieder aufstehen oder die halt Pest verbreiten und so ein Zeug. Okay, das finde ich sehr spannend. Ich mag riesengroße Tech-Trees. Der ist schon recht groß. Was haben wir da oben noch? So neutrale Sachen, ne? Ja, Wahrscheinlich genau, das sind mehr so neutrale Nahrung. Sachen wie zum Beispiel irgendwie was passiert hier? Oder so. Was da trainiert der? Da siehst du, dass Einheiten aufleveln. Also wenn sie halt Level 5 erreichen und du hast alles freigeschaltet, dann verwandelt sich dieser Ork zum Beispiel in so einen Ork Ironhide, der halt eine fette Stahlrüstung dabei hat. Ach was, okay. Und wenn so einer drauf geht von den geliebten Orks, den man schon so gelevelt hat, ist der dann für immer weg, oder gibt es da Möglichkeiten wieder? Nee, jede von diesen 3 Fraktionen hat so ihre eigene Art, wie sie wieder aufstehen. Manche kommen halt im Friedhof dann wieder, oder manche kannst du in einem Portal dann wieder anwerben und so. Also wir wollen, dass die dir schon ans Herz wachsen, ja, und dass es dir auch schmerzt, wenn du eine verlierst. Deswegen musst du schon ein bisschen was ausgeben, aber du sollst nie so die Frustration haben, dass du, ey, ja toll, jetzt habe ich den auf Level 20 gebracht oder so, jetzt kriege ich ihn nie wieder. Ah, okay. Ja. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich dann bald fertig. Am 13. Oktober sagtest du, kommt's raus. Ja. Und naja, kommt ein bisschen Butter bei die Fische. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie es über das Datum hinaus mit dem Spiel weitergeht? Wird es da vielleicht noch ein bisschen wachsen, oder denkt ihr jetzt schon an den nächsten Teil, oder bleibt ihr erstmal ruhig? Also wir haben ja jetzt 2 Dungeon-Spiele hintereinander gemacht. Bei Dungeons 2 gab es ja auch nochmal ein großes Add-on, was fast schon genauso groß wie das Hauptspiel war. Und klar, ich meine, in so einer Fantasy-Welt kannst du halt viel machen. Ja? Ich meine, wir haben einen Haufen Ideen für Sachen, die wir danach machen können. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, ein gutes Hauptspiel abzuliefern und da so viel dran zu machen, das so gut zu polishen wie möglich. Und dann gucken wir mal. Danach können wir euch dann mehr sagen, denke ich. Ja, alles klar, eins nach dem anderen. Ich danke dir, Christian, dass du uns Dungeons 3 mitgebracht hast. Ich finde es super, dass das schon so früh erscheint. Und bin wirklich gespannt, weil mich wundert es, dass tatsächlich so wenige Leute, so wenige Entwickler auf dieses Dungeon Keeper Trittbrett mit aufgesprungen sind und es so wenig Dungeon Keeper Klone gibt. Gut, dass ihr das gemacht habt. Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß hier auf der Messe. Ja? Ihr habt wahrscheinlich noch einiges vor. Ja, Mann.
Und wo findet man euch, wenn man das Spiel mal antesten möchte? Also in Halle 8 könnt ihr runterkommen, da ist der Calypso-Stand, da könnt ihr das Spiel auf PlayStation 4 anspielen. Auf der PlayStation 4. Auf Konsole kommt es also auch raus, das haben wir auch gar nicht erwähnt, oder? Ja, PC, Mac, Linux, Xbox One und PS4. Alles klar. Danke dir, danke an euch, dass ihr dabei wart und immer noch dabei seid. Bleibt dran, es geht hier fleißig weiter von der Gamescom 2017. Besten Dank, ciao.